Guten Abend zusammen, herzlich willkommen. Willkommen bei uns. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen Ihnen allen. Dankeschön. Diese Woche ist der Streit um das Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran eskaliert. Die USA verschärfen die Sanktionen gegen den Iran noch weiter und verlegen außerdem Flugzeugträger und Kampfjets in die Region. Iran stellt ein Ultimatum, und zwar uns. Wie gefährlich ist der Atomstreit für Europa? Fragen wir deshalb und begrüßen dazu den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen von der CDU. Bei uns der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Alexander Graf Lambsdorff. Die Islamwissenschaftlerin und Deutsch-Iranerin Katayoun Amirpour. Die Politikberaterin und Deutsch-Israelin Melody Sucharewitsch und der Spitzenkandidat der Partei Die Linke für die Europawahl, Martin Schirdewan. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Frau Sucharewitsch, Sie sind deutsche und israelische Staatsbürgerin. Sie leben die meiste Zeit in Israel. Das ist die Perspektive, aus der Sie auf den Konflikt schauen. Sie arbeiten dort in Israel als Politikberaterin, beschäftigen sich intensiv, schreiben gerade Ihre Diss, wenn ich richtig weiß, über Terrorismus. Rouhani, der iranische Staatspräsident, droht ultimativ, und zwar den Europäern, Flüchtlingsbewegungen und Drogenschmuggel nicht mehr länger zu unterbinden. Ist das gleichsam der Dank dafür, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien, anders als die USA, am Atomabkommen festgehalten haben? Das ist in der Tat ein ganz klarer Beweis dafür, dass Appeasement eben nicht immer funktioniert. Und um zu wissen, ob und wann es funktioniert, müssen wir uns ganz genau anschauen, mit wem haben wir es da zu tun. Und im Fall von Iran heißt das, wer ist dieses Regime? Ist es Rouhani, ist es Zarif, westlich gut verdaulich? Oder sind es die Revolutionsgarden und die Ayatollahs, also Qasem al-Soleimani? Und dann müssen wir uns fragen, was will dieses Regime? Wollen sie Frieden oder wollen sie weiter ihren Terror verbreiten? Wollen sie sich um die eigene Bevölkerung kümmern und die Iraner stärken? Oder wollen sie dafür sorgen, dass der Nahe Osten brennt und die fundamentalistische schiitische Ideologie verbreiten? Und ich glaube, dass wir langsam peu à peu die Antworten auf diese Fragen verstehen und deshalb auch zum Schluss kommen, dass das, was bisher lief, das Abkommen, keine Lösung war. Es muss entweder verbessert werden oder ganz abgeändert oder ganz abgebrochen werden. Aber so kann es nicht weitergehen. Das Ultimatum, nehmen Sie das ernst? Frage war ja, ist das gleichsam der Dank dafür, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien festgehalten haben an diesem Atomabkommen, von dem wir verstehen, dass Sie nicht davon begeistert sind? Genau das meine ich mit, das ist der Beweis dafür, dass die Appeasement-Politik nicht funktioniert hat. Im also Nahen Osten. Eindämmen und ja, genau das, was Europa gemacht hat in den letzten Jahren, hat dazu gesorgt, dass es vielleicht gar nicht richtig ernst genommen mehr wird von eben den Ayatollahs. Und dass es Schwäche gezeigt hat, weil wer immer wieder einknickt und wer sich auch mit Wissen, dass der Iran weiter seine ballistischen Raketen ausbaut, im Wissen, dass der Iran weiter seinen Terror im gesamten Nahen Osten exportiert, dass der Iran weiter seine eigenen Menschen terrorisiert, Frauen steinigt, Kinder, Minderjährige hinrichtet, Baha'is exekutiert und so weiter, trotzdem einknickt und trotzdem schon nach dem Ausstieg letzten Jahr von Donald Trump gesagt hat, nu, Amerika, wir stehen zu Iran, hat wahrscheinlich genau die falsche Message gesendet, nämlich, dass der Iran sich das leisten kann und das Regime machen kann, was es möchte mit Europa. Betrachtet, Frau Sucharewitsch, wird die deutsche Außenpolitik eigentlich noch als solche wahrgenommen, als eine Außenpolitik, die einflussreich wäre? Es gibt hier, glaube ich, eine wachsende Diskrepanz zwischen der Intention in Deutschland, die außenpolitische Intention und das, was dann im Endeffekt getan wird. Ich spreche jetzt auch vis-à-vis Israel und der Bekundung, Israels Sicherheit sei Teil der deutschen Staatsräson. Und wie sieht die Diskrepanz aus? Ja. Sagen, Israel ist Teil der deutschen Staatsräson und gleichzeitig Geschäfte machen mit den Mullahs. Und zwar Geschäfte, die eben weder Israel noch Europa noch die gesamte Welt sicherer machen mit diesem Atomabkommen, sondern Geschäfte, die vielleicht ein paar hundert Millionen Dollar oder Euro nach Deutschland bringen und nach Europa.
die aber Europas Werte verkaufen und die auch Europas eigene sicherheitsstrategische Interessen absolut verletzen. Das Mullah-Regime ist eine Gefahr. Gerne. Das Mullah-Regime ist eine Gefahr für Europa, genauso wie es langfristig, genauso wie es eine Gefahr für Israel ist. Die Langstreckenraketen von 2000 Kilometern, die erreichen auch Europa und die haben mit 1500 Kilo Sprengkopf auch genug Platz für nukleare Sprengkörper. Sind denn, meinen Sie, die USA mit dieser Politik des maximalen Drucks tatsächlich auf dem Weg zu einem besseren Deal oder wird es am Schluss gar keinen mehr geben? Dann wäre die Welt nämlich nicht sicherer geworden. Erinnern wir uns daran, wie es überhaupt zu diesem Atomabkommen kam. Aufgrund maximalen Drucks, aufgrund der Sanktionen, die das Regime irgendwann mal einfach in die Knie gedrückt haben. Und es konnte nicht anders als nach 12 Jahren dieses Atomabkommen eingehen. Und das ist das, was einen so erstaunt, wenn man es von außen betrachtet. Dann hat es diesen historischen diplomatischen Deal gegeben. Und dann sieht man sich das Ganze ein Jahr später an. Was ist in diesem Jahr passiert? Mit den Milliarden an Euros, an Petrodollar, die in den Iran geflossen sind. Die Gesellschaft hat nichts davon gesehen. Sie haben vorhin erzählt, wie schwierig es ist, dass die Menschen heute keine Pasta mehr bekommen. Die Pasta ist nicht weg wegen den Sanktionen. Die Pasta ist weg, weil die Milliarden an Geldern, die in den Iran geflossen sind, in Terror geflossen sind, in den Ausbau des eigenen ballistischen Raketenprogramms geflossen sind und nichts davon dahin gekommen ist, wo es hin sollte. Und dann erstaunt es einen, wenn dann wirklich in Europa die Politiker weiter daran tüfteln, wie kann man jetzt dieses fürchterliche Konstrukt, das so viel Schaden angerichtet hat, so viel Terror, die Raketen, die Israel letzte Woche abbekommen hat, 700 Raketen in 48 Stunden, made in Iran, der islamische Dschihad, der palästinensische islamische Dschihad und die Raketen der Hamas sind finanziert, sind geliefert vom Iran. Und da sitzen wir in Europa da und in Deutschland, die sagt, Israel ist Teil unserer Staatsräson, die Sicherheit Israels. Und überlegt, wie kann man jetzt finanzielle Mechanismen bekommen, wie kann man das austüfteln, wie kann man jetzt doch noch irgendwie weiter Business mit dem Iran machen und dieses Atomabkommen, koste es, was es wolle, und ich meine, koste es, was es wolle, am Leben erhalten. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Ich glaube auch, ich würde auch die jetzige Eskalation als eine Gelegenheit betrachten, genau das zu tun, nämlich das Atomabkommen abzuändern und genau die Komponenten mit einzubringen, die bis jetzt gefehlt haben. Aber sehr viel effektiver ist der Druck zwischen Europa und der USA gemeinsam als eine solidarische Front, die dieselben strategischen Interessen und dieselben Werte verfolgt. Frau Sucharewitsch? Das wäre nicht effektiv gewesen. Warum? Weil genau das ist auch so ein bisschen, Herr Merz hat es letzte Woche gesagt, er hat gewarnt vor so einer Art Wohlstandsillusion hier in Deutschland. Ich glaube, die gibt es auch außenpolitisch. Dieser Glaube, und dazu gehört diese Illusion, dass man mit jedem verhandeln kann und vor allem, dass man jedem auch wirklich, dass alle im Grunde im Nahen Osten rational agieren. Tun sie aber nicht. Das heißt, wenn man glaubt, dass man zu diesem Zeitpunkt sich mit Rouhani hinsetzt und sagt, bitte hören Sie jetzt auf, Ihr Raketenprogramm weiter auszubauen. Hören Sie auf, den Terror zu exportieren. Wir sind dabei, wir machen weiter mit diesem diplomatischen Abkommen, das in so vielen Hinsichten schiefgelaufen ist. Dann hätte das zu nichts geführt. Es muss der massive Druck sein, den wir jetzt momentan spüren. Und es müssen ein paar ganz, ganz klare Kriterien sein. Und dazu gehört, dass man die Realität erkennt, wie sie ist und nicht, wie man sie sich wünscht. Eine oder zu dritt nach Teheran? Par excellence eine Fortführung der absolut gescheiterten Appeasement-Politik. Iran gibt Europa ein Ultimatum und sagt, in 60 Tagen spurt ihr oder wir rüsten nuklear auf, also Nuclear Bribery. Genau. Oder wir schicken die Drogen und die Flüchtlinge aus dem Afghanistan. Und die Europäer hüpfen und fliegen nach Teheran, um zu besänftigen. Sie haben recht. Aber Sie beschreiben Herrn Maas alleine in einer Weise, die auch nicht zutreffend ist. Wir hüpfen noch nicht und wir haben das Ultimatum ist zurückgewiesen. Aber das war auch gut, so. Das was Nuripur was Nuripur vorgeschlagen hat. Nuripur von den Grünen. Von den Grünen hat vorgeschlagen, dass Heiko Maas alleine nach Teheran reist. Das ist eine Schnapsidee. Und Frau Sucharewitsch hat völlig recht. Die Iraner versuchen uns zu erpressen und wir schicken unseren Außenminister dahin, damit er sagt, bitte erpresst uns nicht oder wie. Also so läuft
läuft internationale Politik nicht. So läuft sie definitiv nicht. Naja, aber das eigentliche Ziel bestand doch darin, den Iran zu hindern, die Atomwaffe zu entwickeln. Und das ist doch verteidigenswert, dieses Ziel. Ja, aber es ist nicht erreicht mit diesem Atomabkommen. Natürlich bislang hat der Iran sich ja daran gehalten. Alle haben gesagt, sie werden es nicht schaffen, sie sind nicht so weit. Also wir haben aber über das Atomabkommen selber bisher noch nicht gesprochen. Und es gibt mehrfach. Wir haben schon immer gefragt, gibt es einen besseren Deal? Ich meine, die Punkte selber, die das Atomabkommen, jetzt abgesehen von den Dingen, die fehlen, wie die ballistischen Raketen und der Terrorexport und so weiter. Es gibt einige Dinge in diesem Abkommen, die eben keine Sicherheit sind dafür, dass in 15 Jahren die Welt eine sichere ist als heute. Denn es gibt diesen Sunset Clause, was mehr oder weniger ein Verfallsdatum ist wie das auf einem Milchkarton. Was heißt, wenn dieser Vertrag ausgelaufen ist, dann werden alle Limitationen aufgehoben, mit dem großen Unterschied, dass in der Zeit der Iran das Regime Zeit hatte, unbegrenzt niedrig angereichertes Uran herzustellen, dass es in der Zwischenzeit die Gelegenheit hatte, die Zentrifugen wahnsinnig stark weiterzuentwickeln und effizienter zu gestalten und natürlich, dass es in der Zeit noch die ballistischen Raketen hat, um das alles zu transportieren. Nein. Das niedrig angereicherte Uran ist quantitativ begrenzt. Der Iran darf, glaube ich, 300 Kilo haben. Der Rest muss außer Landes gebracht werden. Das Know-how, was in der Zeit getankt ist, was Sie da vertreten, ist Kritik am Abkommen. Die kann man so vertreten. Man kann aber auch eine andere Meinung haben. Und meine Meinung ist, wenn es uns gelingt, 15 Jahre den Iran davon abzuhalten, Nuklearwaffen zu entwickeln, dann haben wir schon eine Menge erreicht. Auch wenn in 15 Jahren wir bei Null und danach, anfangen, wenn das Abkommen sich dem Verfallsdatum nähert, redet man ja wieder miteinander. Man sitzt ja nicht da und dreht Däumchen, bis das Abkommen ausläuft. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass dieser Kritikpunkt einfach wirklich neben der Sache liegt. Diesen einen Punkt hinzuzufügen, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wissen nicht, was das Regime in dieser Zeit des Abkommens clandestine, also undercover, heimlich weiterentwickelt. Denn es gibt ein riesengroßes Manko in diesem Abkommen, und das sind die militärischen Einrichtungen, die eben nicht einbezogen sind. Das heißt, die Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde können die deklarierten Einrichtungen ansehen. Sie können aber nicht die militärischen Einrichtungen ansehen. Das hat Salehi, der Leiter der iranischen Atomenergiebehörde, ganz klar gemacht. It's unacceptable. Es ist absolut nicht akzeptabel, überhaupt davon zu sprechen, dass diese Einrichtungen gesichtet werden. Was da drinnen passiert, wissen nicht Sie, wissen nicht ich. Wer dafür die Verantwortung nehmen möchte, dass in 15 Jahren nicht der Iran zu einen Fortschritt gemacht hat, der die Zeit diesen Tipping Point so stark verkürzt hat, dass wir uns in einer ganz anderen Situation befinden, wenn wir schon von Blackmailing sprechen. Die Verantwortung möchte, glaube ich, keiner hier übernehmen. Also ich will noch mal gemeinsam mit Ihnen und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern hingucken, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Denn ein Vorwurf, den Frau Sucharevic erhoben hat, wiegt auch schwer. Hat Iran in der Zwischenzeit das Geld, was über Geschäfte, die dann doch wieder möglich waren, auch investiert in seine Milizen und in die Aufrüstung seines Tuns, das sich in gewaltigen Expansionsbestrebungen ausdrückt?